From the soil we've come, in the light we've run, through the cadence of spring. We planted a dream, with time flying by, trying to hold on for life. Every sunrise a gift, don't wanna miss it. Tall evergreens, morning birds sing, the smell of the air before the dawn, the glow of the sky, bright in our eyes, leading us on before it's gone. Leading us on before it's gone. Through the forest we roam, where our wild hearts were formed, and the seeds we sown are coming in bloom now. Tall evergreens, morning birds sing, the smell of the air before the dawn, the glow of the sky, bright in our eyes, leading us on before it's gone. Leading us on before it's gone. Wir sind in den Dolomiten angekommen und da wir ja in der High Season hier sind, also Anfang August, weil meine Schwester nur jetzt Urlaub hatte, ist es ja bekanntlich relativ voll in den Dolomiten und deswegen habe ich unsere Route so geplant, dass wir eigentlich alle Hotspots auslassen. Also Sitscheda, Praxa Wildsee oder auch die Seiser Alm habe ich jetzt alles mal weggelassen, außer die Drei Zinnen, weil ich liebe diesen Ort so sehr. Ich bin da so gerne oben. Ich liebe vor allem den Viewpoint und da wollte ich unbedingt Zeit mit meiner Schwester verbringen. Darauf freue ich mich schon riesig doll. Ich habe jetzt online auch schon gebucht, weil man muss ja mittlerweile die Parking Spaces online buchen. Ich habe jetzt für 24 Stunden gebucht, weil man muss mittlerweile für 12 Stunden buchen und es kostet 40 € und wenn man länger bleiben will, muss man nochmal einen Slot buchen und ich habe jetzt insgesamt 80 € bezahlt. Das ist schon relativ knackig, aber es wäre von der Zeit her einfach super stressig geworden, wenn wir nur 12 Stunden oben geblieben wären und wir versucht hätten, Sonnenuntergang und Sonnenaufgang mitzunehmen. Deshalb habe ich jetzt 24 Stunden gebucht und das ist auch okay so, weil es soll sich ja auch lohnen. Wir sind nur einmal hier und deswegen freue ich mich jetzt sehr auf die Zeit. Wir sind also erstmal hier in der Region und dann fahren wir weiter zum Passo Jau und grob in die Richtung der Seiser Alm. One step after the other, so we take another and another. When we go, erst ein paar Tage unterwegs und irgendwie fühlt es sich an, als wären wir schon wieder 2 Wochen on the road, weil schon wieder so viel passiert ist. Unsere Reise startete ja beim Lago di Misurina und dort hat Sam Newton ein Meetup organisiert und da sind wir am allerersten Tag noch mit hin. Das war super, super cool, so viele Creative Minds kennenzulernen und sich auszutauschen mit Menschen, die auch dieselbe Leidenschaft haben und dieselbe Passion für Filmmaking und Fotografie und es war ein super cooles Event. Wir haben dann die Nacht im Zelt auf einem Campingplatz ganz in der Nähe verbracht, um dann am nächsten Tag
hoch zu den 3 Zinnen zu fahren. Wir sind dann tatsächlich die 24 Stunden von mittags bis mittags oben geblieben, weil ich ja den Sonnenuntergang und den Sonnenaufgang mitnehmen wollte. Ich wollte nämlich rüber zum Cardini di Misurina Viewpoint. Das haben wir auch gemacht. Wir sind zum Sonnenuntergang rübergelaufen und zum Sonnenaufgang auch nochmal. Der Sonnenuntergang war nicht ganz so gut, weil ja, es war eigentlich keine Sonne da. Aber es war trotzdem irgendwie ein schöner Vibe. Der Sonnenaufgang hat es aber wieder gut gemacht. Also wir hatten einen perfekten Sonnenaufgang und das hat super, super Spaß gemacht, auch da oben einfach wieder zu schlafen, weil da oben der Vibe ist einfach, ich liebe ihn total. Und jetzt sind wir ein Stückchen weitergefahren und sind beim Sas de Laja Camping angekommen und hier dürfen wir eine Nacht in der Forest Cabin verbringen. Ich glaube, das tut uns nach den wenigen Stunden Schlaf echt gut, hier in diesem Paradies übernachten zu dürfen, weil schaut euch bitte mal diese View hinter mir an. Das kleine Ding sieht aus wie eine kleine Wasserpistole. Kennst du aufhören zu labern? Warum? Auch den Ton. Für was? Ja, ich lege den Ton da drunter. Oh. Bevor es weitergeht, gibt es eine kleine Unterbrechung, denn ich würde euch gerne meinen neuen Partner MusicBed zeigen. MusicBed ist eine Plattform für zum Beispiel Creator oder Filmmaker, auf der man richtig, richtig gute lizenzierte Musik für seine Projekte finden kann. Ich zum Beispiel selber nutze MusicBed auch für meine YouTube-Videos oder meine Commercials und auch in diesem Video, was ihr aktuell guckt. Denn das Besondere an MusicBed ist einfach ihre Auswahl. Mir persönlich fällt es nämlich extrem schwer, gute lizenzierte Musik zu finden, die auch wirklich mit dem Gefühl matcht, was ich vermitteln möchte. Und bei MusicBed finde ich aber immer genau die Musik, die dem Vibe entspricht, den ich gerade brauche für mein Projekt. Und das hört sich dann zum Beispiel so an. And I'm feeling like it was only ever you. Ich liebe es einfach so sehr. Das waren wirklich nur ein paar ausgewählte Songs von MusicBed. Davon haben sie noch so viel mehr. Und ich würde diese Musik halt einfach auch privat hören. Das sagt, glaube ich, schon alles. Wenn ihr jetzt mal Lust habt, MusicBed einfach auszuprobieren, dann findet ihr meinen Link unten in der Description. Damit könnt ihr MusicBed 14 Tage lang kostenlos einfach mal austesten. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Weiterschauen und danke, dass ihr hier seid.
Unser Trip neigt sich leider schon dem Ende zu. Wir haben noch eine letzte Wanderung gemacht, um hier an diesem wunderschönen Ort den Sonnenuntergang zu verbringen. Morgen geht's dann schon leider nach Hause, aber es war eine unfassbar schöne Zeit. Wir hatten richtige Roadtrip-Vibes und einen richtig paradiesischen Aufenthalt in der Forest Cabin. Es war einfach so cool, auch mit meiner Schwester unterwegs zu sein. Ich habe mich so gefreut, dass wir das gemacht haben, weil wann macht man das, wenn nicht jetzt? Und morgen geht's dann auch schon auf den Weg nach Hause. Ich habe auf jeden Fall viel zu lange Zeit vergehen lassen, mal wieder hierher in die Dolomiten zu kommen, weil ich liebe es einfach immer hier draußen zu sein und hier unterwegs zu sein. Und ich glaube, fürs nächste Mal werde ich mir nicht so viel Zeit lassen, wieder in die Dolomiten zurückzugehen. Ich glaube, ich hätte auch mal wieder Lust auf den Herbst hier. Aber jetzt lassen wir den Abend noch an diesem wunderschönen Ort ausklingen und genießen hier den Sonnenuntergang.